gesagt, von außen ein bisschen einschlagen und dann schön rund wirken. こんにちは、センカです。今日はドイツのパン屋さんに来ています。今後ろにパンを作っている様子が見えるんですが、今日はこの中に入らせてもらって一緒にパン作りをしたいと思います。それでは早速行ってみましょう。 Das ist unsere große Teigmaschine, in der machen wir heute 140 Kilo Oma Voss Brotteig. Und das würde ich Ihnen jetzt einfach mal zeigen. Das ist ein Weizenmischbrot, 70% Weizenmehl und 30% Roggenmehl mit einem hauseigenen Sauerteig. Das Rezept ist schon seit Generationen in Familienbesitz und das hat schon mein Opa früher gemacht. Ich hole mir hier so eine leere Wanne, in die werde ich die Zutaten abwiegen. Dann haben wir hier einen Rezeptcomputer, der steuert sozusagen alle meine Zutaten. Und da wähle ich jetzt die ersten Zutaten aus. Weizenmehl, Roggenmehl und Weizenmehl von einem anderen Typ. Das kommt wie gesagt über Silo. Salz, Hefe, Kochstück und Brotbrösel werde ich hier abwiegen. Und der Sauerteig kommt wie gesagt über die Anlage. 全部機械で管理されてるんですね。すごいな。 Das starte ich jetzt einfach mal. Vollautomatisch die Menge und aus dem anderen das Wasser. So, in der Zwischenzeit, wo das jetzt reinläuft, wiege ich hier schon mal das Salz ab. Als nächstes haben wir Hefe. Auch ganz wichtig, dass das Brot nachher schön reif wird. Dann haben wir ein Kochstück vorbereitet. Das ist Roggenmehl, überkocht mit heißem Wasser. Ja? Und zwar bindet es das Wasser schon im Vorfeld, sozusagen die Stärke vergleichert. Und damit bekommen wir mehr Wasser insgesamt in den Teig rein. Und somit haben wir eine bessere Frischhaltung. こういう材料を測るのは人の手でやってるんですけど、パンをこねたりとか全部混ぜたりするのは機械がやってくれるみたいです。 So, als nächste Zutat haben wir eingeweichte Brotbrösel. Ja? Das ist Brot, das wird extra dafür gemahlen und mit Wasser eingeweicht. Eben aus dem gleichen Grund, dass wir mehr Wasser in den Teig reinbekommen und somit am Ende eine längere Frischhaltung haben. How does your bread differ from the bread from the supermarket? Wir setzen selber einen Sauerteig an, haben viele Vorstufen wie Quellstücke oder ein Brühstück, was in den Teig kommt. Das heißt, kommt einfach mehr Wasser in den Teig und hält das Brot länger frisch. Ja, so ein Brot aus dem Supermarkt ist manchmal schon nach einem Tag wieder trocken. Unser Brot kann man gut 3-4 Tage essen. Und ja, durch dieses Handaufgearbeitete und so haben wir einfach ein Top-Produkt und eine schöne Form und einen besseren Geschmack. 140キロなんで材料の量が半端ない。 So. And how long does it take to be done? Es knetet jetzt ungefähr 10 Minuten. 10 Minuten. Dann tun wir noch mal ein bisschen Wasser dazu. Dann wird der Teig noch ein bisschen glatter und ja, weicher. Dann knetet es noch mal so an die 6-7 Minuten. Und dann hat der Teig eine Teigruhe von 30 Minuten. Das heißt, also jetzt ist der Teig fertig. Arm fährt wieder hoch. Also 140 Kilo, oder? 140 Kilo, genau. Und so sieht ein schön glatt gearbeiteter Teig aus. Mit dem Horn einmal außen rum, noch das, was am Rand hängt, einmal nach unten kratzen. Wenn man da durchschauen kann, wie durch ein Fenster, ohne dass der Teig reißt, dann ist er gut. Haben wir hier so ein Tuch, um den Kessel abzudecken, dass der Teig nicht durch die Luft verhautet. Okay, how does German bread differ from the bread from other European country? In Deutschland haben wir einfach eine viel, viel größere Vielfalt als in anderen Ländern. Ja. Wir machen ziemlich viel mit Sauerteig, haben quasi in jedem Brot hier bei uns einen Sauerteig oder zumindest einen Weizenvorteig enthalten. Ja. Südliche Länder in Europa haben hauptsächlich Weizenbrote, nördliche Länder hauptsächlich Roggenbrote. In Deutschland gibt es einfach so eine gesunde Mischung von allem. Was ist das? Das ist nix. 多分これは私の予想ではお皿洗い機から煙が出てる気がする。 Also der Teig hatte jetzt so 30-35 Minuten Teigruhe.
Das heißt, er ist auch schon ein bisschen angetrieben. Hier sieht man schon leichte Gärblasen und die Menge an sich ist ja auch schon, also das Volumen ist gewachsen sozusagen. Und ich habe mir jetzt hier eine Assistentin besorgt, das ist die Yuji. Die darf den Teig jetzt abwiegen. Okay. Sie wiegt den Teig jetzt immer 1,2 Kilo ab. Dass, wenn beim Backen Wasser rausgeht, dass es nach dem Backen noch 1 Kilo wiegt. Ich mache immer 2 Brote gleichzeitig. In jeder Hand ein Brot. Das ist auch Übungssache. Man tut immer von außen nach innen den Teig einwirken, nennt sich das. Ja? Wenn man das eine Weile macht, dann kann man das ziemlich schnell. Am Anfang klebt der Teig immer an die Hände, aber wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, dann geht es ziemlich einfach von der Hand. Wichtig ist auch immer ein bisschen Mehl auf dem Tisch zu haben, dass der Teig nicht festklebt, nicht am Tisch und nicht an der Hand. Und dann wirkt man den Teig. 一度に2つ大きなパンをこねてます。 Wird extra schonend aus dem Teig rausgebrochen, um nicht die Strukturen zu beschädigen. なんかもちもちして気持ちよさそう。Wie gesagt, von außen ein bisschen einschlagen und dann schön rund wirken. Ja, das war jetzt so circa 1,5 Stunden hier drin. Ist je nachdem auch immer unterschiedlich, muss man auch immer auf die Farbe auch achten, dass nicht zu dunkel ist, nicht zu hell ist. Und das tue ich jetzt einfach ausbacken, genau. Mir hier schon einen kleinen Wagen vorbereitet. Their logo on the bread. Ja. Unser Logo. Was bedeutet es? Voss, das ist unser Name. パン1個がめっちゃ重たそうです。大きいな。 Also wir verkaufen die Brote auch im Stück, aber so ein ganzes Brot würde schon für eine Familie für 4-5 Tage reichen, schätze ich. Brot passt einfach gut zu allem sozusagen. Ja, man kann es zur Suppe essen oder auch einfach schön mit Wurst belegen oder so. Es gibt einfach die große Vielfalt an unserem Brot und die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten, wo man es überall dazu essen kann. Und ja, deswegen ist in Deutschland sehr beliebt. 硬い。ちょっと穴開いちゃったけど切れました。すごい長い。美味しそう。シンプルにバターを塗って食べる食べ方がおすすめらしいので、ちょっとバター塗っていただきます。あ、すごい中がしっとりしてる。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。なんかパンだけでもすごい味があってめっちゃ美味しいです。ちょっと酸味があってすごい中がしっとりしてて外側はパリッとしててバターとの相性がめっちゃ抜群。なんかサンドイッチとかにしても美味しいけどこのパン一つだけでめっちゃ美味しい。音が聞こえるかな。今日はドイツのパン屋さんをご紹介しました。こういった工場に入らせてもらうのってなかなかない機会なのですごい楽しかったです。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。それではまたね。